Könnte es nicht vielleicht doch sein, dass du dich nicht verliebt hast? Was zwischen mir und Sebastian passiert ist, geht auf ihr Konto. Und zwar ganz allein. Ah! Sonja! Jetzt wird auch Sebastian ihr nicht mehr glauben. Sie wird alles verlieren. Ihre Firma, ihre Tochter, ihren Mann. Tut mir total leid, dass ich das jetzt so direkt gefragt habe. Marlene, du bist meine Freundin und ein ganz besonderer Mensch für mich, das weißt du. Und vielleicht hätte ich dir das auch schon früher sagen sollen, aber obstinat, nicht, dass du reintrittst. Okay, nochmal von vorne. Tut mir leid, das war jetzt wirklich völlig daneben von mir. Das wäre schön, wenn du das einfach vergessen könntest. Nein, Wir sind Freundinnen, weißt du, und das ist okay so und nicht mehr. Ja? Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich würde sagen, es sitzt fast perfekt. Finde ich auch. Hey. Wir könnten Daniel Fritsche fragen. Was? Ey, der hat doch elendlange auf dem Schloss an seiner alten Möhre rumgeschraubt. Vielleicht kriegt er auch so einen Unfallschaden hin. Ja, das ist eine gute Idee. Wir rufen diesen Typen an, dem wir reingefahren sind und sagen, bring dein Auto nicht in die Vertragswerkstatt. Wir haben jemanden, der macht das schwarz und ohne Garantie. Und das Beste ist, er ist Notarzt. Das war nur eine Idee. Ich meine, wie sollen wir beide denn bitte 3.000 € aufbringen? Wir suchen uns Jobs. Mensch, Kim, am einfachsten wäre es doch, wenn wir das Ganze doch über Ansgars Versicherung laufen lassen. Oder du zumindest für den Anfang deinen alten Job zurückbekommst. Es wird ja immer schöner. Diese Finanzdeals waren eh nie mein Ding. Ich brauche irgendwas Aufregendes. Ja, mein neuer Job soll irgendwie sexy sein. Sexy sein. Sowas wie Striptease an der Stange tanzen und so. Ich meine, das soll mal gutes Geld verdienen, habe ich gehört. Ich weiß schon, wo ich mich bewerben kann. Verdammt gute Arbeit. Danke. Du hast, Marlene, die Kostüme nicht nur auf den Leib, sondern auf die Seele geschneidert. Ich meine das ernst. Du hast ihr Wesen genau erfasst. Ihre Zartheit, das Fragile, die Kraft, die Klarheit und ihre Sensibilität. Das ist alles in deinem Kostüm wiederzuerkennen. Warum guckst du denn so geknickt? Ich finde nur, das hier ist mir nicht so gut gelungen. Und die Corsage ist viel zu steif, da muss ich mit ganz anderen Materialien arbeiten. Weißt du was? Du hast absolut freie Hand bei der Endfertigung. Ich glaube, niemand kann Marlene besser aussehen lassen als du. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß. Ich vertraue dir voll und ganz. Rebecca, kannst du mir mal helfen? Ich komme ein wenig raus. Ja, Ich glaube, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ja. Jetzt. Danke. Weißt du was? Lass uns heute Abend doch feiern. Also so richtig. ja, so richtig. Ja, dann Ja. okay. Danke. Und jetzt die inversen Winkelfunktion. Wenn es weiter nichts ist, also A sind von X
ist 1 geteilt durch die Wurzel aus 1 minus x Quadrat. A Cos von x ist minus 1 geteilt durch die Wurzel aus 1 minus x Quadrat. A Tan von x ist 1 geteilt durch 1 plus x Quadrat. Und Schon gut aufhören. Du hast das Zeug ja wirklich inhaliert. Jetzt muss ich mir nur noch diesen Stochastikkram in den Kopf hämmern und dann ist alles cool. Oder hat der Arzt meines Vertrauens irgendwelche Einwände, dass ich morgen die Prüfung antrete? Also die Heilung verläuft soweit optimal. Obwohl du für meine Begriffe schon wieder viel zu viel unterwegs bist. Hab ich doch gesagt, bis zu meiner Abi-Prüfung bin ich wieder wie neu. Moment, so weit sind wir noch nicht. Du hast zwar wahnsinnig viel Glück gehabt bei deiner Notlandung, aber deine Verletzungen sind noch nicht ausgeheilt. Ach was. Unterschätzt das nicht. Es ist wichtig, dass du dich ganz auskurierst. Die Prüfung kannst du auch nachholen. Wenn du willst, schreibe ich dir einen Attest. Wie sieht denn das aus, eine Entschuldigung von Papa? Nein, eine Krankschreibung deines behandelnden Arztes. Ich finde auch, du solltest dich noch ein bisschen ausruhen. Okay, ich mache morgen meine Abi-Prüfung und basta. Ich meine, viel länger kann ich mir diese bescheuerten Winkelfunktionen sowieso nicht merken. Rothfeld Glam Fashion bereitet gerade eine Online-Ausgabe vor. Danke. Machen Sie mir einen Kontakt zur Herausgeberin. Ich muss Lotti Rothfeld überzeugen, dass sie einen Bericht über uns bringt. Vielleicht kann man ja sogar Tanjas Anschlag auf unsere Chefdesignerin medial nutzen. Das ist doch wieder typisch. Selbst aus der größten Tragödie noch Kapital schlagen. Ich kann mir keine Sentimentalitäten leisten. Ich leite ein Modehaus und kein Restaurant. Was hat es denn damit zu tun? Hier geht es um die Dimension. Mal angenommen, dein Restaurant geht wegen eines Skandals pleite und du musst den Laden schließen. Dann kannst du auf der Straße Würstchen verkaufen. Ich dagegen trage die Verantwortung für über 100 Mitarbeiter. Ja, und jeder einzelne davon tut mir herzlich leid. Entschuldigung, da Sie gerade von Mitarbeitern sprechen, haben Sie Interesse an einer fähigen, motivierten und engagierten Assistentin? Kennen Sie einen? Sie steht direkt vor Ihnen. Warum sollte ich sie einstellen? Naja, ist es nicht immer super, sich mit seinen Vorgesetzten gut zu stellen? Pardon? Ich bin Gremiumsmitglied, sozusagen in Ihrem Aufsichtsrat. Soll das eine Erpressung werden? Nein, ich würde wirklich einen guten Job machen. Ich habe einen Assistenten. Ach, davon kann man nie genug haben. Sie wissen doch, neue Besen. Wenn Sie sich bei unserer Putzkolonne bewerben wollen, dafür ist das Personalbüro zuständig. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Also, Ich hätte ihr fast gesagt, was ich für sie empfinde. Und dann? Ist Marlene zurückgerudert. Sie hat sich entschuldigt, dass sie mir sowas überhaupt zugetraut hat. Und jetzt sollen wir heute Abend unsere platonische Freundschaft feiern. Ja, was soll sie auch denken? Du hast die ganze Zeit einen Schnabel nicht aufgekriegt. Vielleicht probierst du es ja heute Abend noch mal. Dann ist unsere Freundschaft doch endgültig im Eimer. Da musst du jetzt durch, fürchte ich. Willst du nicht einfach mitkommen? Dann kannst du mir auch den Gnadenschuss geben, wenn die Gäule mit mir durchgehen. Durchgehende Pferde erschießt man nicht gleich, Rebecca. Dann eben an die Leine nehmen. Oder an die Kandare. Ach Mann, du weißt doch, was ich meine. Gouvernante beim Mädelsabend. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Scheiße, komm schon!
Ich verstehe. Sicher. Vielen Dank. Hi, Clarissa. Hallo, mein Schatz. Gleich. Und? Tut mir leid. Lotti Rothfeld ist extrem selektiv bei der Vergabe ihrer Privatnummer. Und sie ist nicht mehr im Büro. Versuchen Sie es weiter. Wir brauchen die Publicity von Rothfeld Glam Fashion. Komm, setz dich doch. Was möchtest du trinken? Ich wollte dich gar nicht von der Arbeit abhalten. Ich komme einfach später noch mal zu dir, ja? Hey, danke, dass du so schnell kommen konntest. Was ist denn los? Ich wollte mich bei deiner Oma bewerben. Sie hat mir einen Job angeboten. Als Putzfrau. Mann, die weiß gar nicht, was ihr entgeht. Ich wäre eine Spitzenassistentin. Ich brauche einen Job, ganz dringend. Woher kommt denn die plötzliche Hektik? Ich habe ein Auto angeditscht. Jetzt brauche ich ganz schnell 3.000 €, ohne natürlich meinen Vater anzupumpen. Okay, das ist wirklich viel. Kannst du nicht noch mal mit ihr reden? Grundsätzlich ja, aber im Moment ist es echt schlechtes Timing. Sie ist voll im Stress. Sie muss unbedingt die Chefin von Rothfeld Glam Fashion erreichen. Und kriegt sie halt nicht ran. Lotti Rothfeld? Du kennst sie? Ja, noch von der Inzestkampagne. Ich habe sogar ihre Handynummer. Okay, ich würde sagen, dann hast du den Job so gut wie in der Tasche. Ah, scheiße. Die ist noch in meinem alten Büro. Los, komm mit. Jetzt komm, Champagne hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat gesagt, dass sie es nicht war. Sie muss diese Festplatte irgendwie unlesbar gemacht haben. Wenn die Überwachungskamera wirklich aufgenommen hat, wie sie Sonja die Treppe runtergestoßen hat. Einen handfesteren Beweis gibt es nicht. Aber selbst wenn sie die Festplatte zerstören würde, wäre sie dann wirklich so blöd und würde sie auf dem Schloss verstecken? Vielleicht hatte sie auf die Schnelle keine Zeit mehr, ein besseres Versteck zu finden. Ich bin mir ganz sicher, das alles ist nur ein blödes Missverständnis und wird bald aufgeklärt. Marlene, selbst Sebastian glaubt, dass sie schuldig ist. Ja, und das ist wirklich traurig. Du kennst vielleicht ihre nette Seite, aber ich kenne auch ihre andere. Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Ja, schon gut. Ich kann es ja so oder so nicht ändern. Ach, guck mal, da kommen Christian und Rebecca. Hey! Ist dann was für ein Zufall. Hey. Ja, Rebecca hat mich überredet. Sie meinte, ich sollte mal wieder ein bisschen unter Zweibeiner kommen. Gute Idee. Ja, ich dachte, in der Gruppe ist es doch schöner als zu zweit. Ja, und lockerer. Hey. Alles klar? Sorry, aber alles dreht sich. Hast du Schmerzen? Soll ich deinen Vater anrufen? Nee, so schlimm ist es nicht. Ja, sieht ganz so aus. Und warum schleppst du überhaupt den schweren Kram hier durch die Kante? Mann. Ich habe eine Panikattacke gehabt. Das Flugzeug ist abgestürzt. Ich weiß, ich war dabei. Nein. Und plötzlich war alles wieder da. Die Notlandung, die Panik. Ich glaube, die Prüfung morgen kann ich knicken. Ich bin eben doch ein Weichei. Hey, das hat nichts mit deinen Eiern zu tun. Das ist ein Problem in deiner Birne. Du hast ein Trauma. Das ist klar, ist klar. Super, danke für die Diagnose. Soll ich jetzt zum Klapsdoktor mich auf die Couch legen und ein bisschen reden? Mann, ich habe sogar jede Nacht Albträume, Emilio. Ich will einfach nur, dass das aufhört. Und ich glaube, ich weiß, wie du darüber hinwegkommst. Los, komm. Chin, Chin. Heute lassen wir die Korken so richtig knallen. Was ist los? Was soll los sein? Ich kenne dich doch. Du hast irgendwas. Ist es doch wegen... Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist wegen Tanja. Ich weiß, dass die ganze Welt sie für schuldig hält, aber sie ist meine Freundin. Und sie tut mir leid. Ich kann zwar nicht behaupten, dass es mir ähnlich geht, aber ich verstehe dich.
Ist das nicht entsetzlich? Die Vorstellung, dass sie Emma und Hannes vielleicht nie wiedersehen darf? Sebastian hat sie verlassen. Ich würde ihr so gerne helfen. Wieso besuchst du sie nicht? Ja, Tristan meint, es ist keine so gute Idee wegen der Presse. Wie läuft's denn im Gestüt? Tut mir leid, ich war gerade irgendwie in Gedanken. Hab ich gemerkt. Danke fürs Zuhören. Ich habe unsere Gespräche wahnsinnig vermisst. Du bist dir wirklich sicher, dass du das durchziehen willst? Ich meine, was ist denn, wenn ich jemanden erwischt? Dann muss Emilio das Geld auftreiben. Und die Kohle für meine Kaution. Das ist nicht witzig. Ich mache ja jetzt nicht wirklich was Illegales. Leonie, wenn ich bei deiner Oma punkten will, dann brauche ich diese Nummer. No risk, no fun. Sei bitte vorsichtig, ja? Jetzt mach dich mal locker. Komm her. Schlaf schön. Und du komm gut nach Hause. Ciao. Tschüss. Mann, entspann dich. Und hör auf, mit der Lampe zu wackeln, sonst krieg ich die Tür nie auf. Ja, besser wär's, Emil, was du da machst, ist Einbruch. Allerhöchstens Hausfriedensbruch. Wir wollen ja nichts klauen. Na also. Sondern? An Emilio? Sondern? Du machst jetzt eine Konfrontationstherapie. Timo? Timo? Jo, ja, geh ran. Hallo. Timo, wo bist du? Ich bin noch mit Emil ein bisschen um den Block. Und warum flüsterst du dann? Das muss an der Verbindung liegen. Ich habe das Modellflugzeug gefunden. Das ist mir runtergefallen. Das war nur so ein blödes Missgeschick. Sicher, dass alles okay ist? Ja, Süße, mach dir wirklich keine Sorgen. Ich bin gleich wieder zu Hause, ja? Also bis dann. Tschüss. So. Kapitän Sanchez und seine Crew heißen Sie recht herzlich willkommen auf Ihrem Flug in ein angstfreies Leben. Du willst jetzt nicht wirklich, dass ich da einsteige, oder? Ey, du machst eine Konfrontationstherapie. Das heißt, du musst dich deinen Ängsten stellen. Du musst die Spinne anfassen, damit du weißt, dass sie dir nichts tut. Nee, vergiss es. Mann, was soll denn passieren? Wir sind noch auf sicherem Boden. Komm schon, es ist nur eine Spinne, Alter. Emilio. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Abgekaute Ohren sind bestimmt gerade total in. Aber das weißt du als erfolgreiche Designerin ja besser als ich. Ich wüsste nicht, wieso du dir das sonst alles hättest anhören sollen. Ach, Quatsch. Ich habe dir gern zugehört. Wirklich. Wenn ich bedenke, wie ich dich neulich angeblafft habe, totale Überreaktion. Das ist doch verständlich. Ich meine, wenn du befürchtet hast, dass ich in dich... Weißt du, irgendwie ist es ja auch nützlich. Sollte meine Stimme irgendwann mal weg sein, dann kann ich mit meiner blühenden Fantasie Groschenromane schreiben. Sag mal, hat das eigentlich irgendeinen tieferen Sinn, dass wir hier eine Männerrunde und die da ein Damenkränzchen veranstalten? Hast du Lust auf Gespräche über Pumps, Röcke und Tops? Dann los. Naja, wenn die Gespräche so aussehen, warum nicht? Ja, ich würde auch sagen, wir haben jetzt genug gequatscht, ne? Wir brauchen uns hier nicht mehr im Hintergrund aufhalten. Ich gehe tanzen. Soll ich mal raten, mit wem? Was? Nichts. War nicht so wichtig. Hey, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen weiter knuddeln? Quatsch, nein. Super, dann klatsche ich nämlich an dieser Stelle ab. Ich würde so gerne mal mit Lily Rose tanzen. Oh, gute Idee. Na los.
Ich kann einfach nicht mehr steuern, Idiot. Du schaffst das, Timo. Es ist alles gut, wir sind auf dem Boden. Kein Grund zur Panik, okay? Die sinken, Kim, die stürzen ab. Wir stürzen ab! Wir stürzen ab! Was ist hier los? Timo! Wir stürzen ab! Also spätestens, als du mich gefragt hast, ob ich tanzen will, hätte ich misstrauisch werden müssen. Wieso? Na, weil ich dich eigentlich nicht als den Tanztypen einschätze, eher als den Plantypen. Ach so. Ja, stimmt ja auch, aber ich habe mich nur nicht alleine getraut. So schüchtern kenne ich dich ja gar nicht. Warum? Wenn ich dich ans Flaschendrehen erinnern darf. Du glaubst, der Kuss ist mir so zu Kopfe gestiegen, dass ich dich jetzt hier zum Füßen abgeschleppt habe? Nein, ne? das denke ich keine Sekunde. Nee, eigentlich hatte ich nur Angst wegen der ganzen Piranhas hier drin. Piranhas, hier. Ja, du glaubst nicht, wie viele Bekloppte ihr Aquarium das Klo runterspülen und die kommen dann durch die Kanalisation und knabbern an deinen schönen Füßen. Da hab ich einen. Lily Rose. Entschuldigt, wenn ich kurz unterbreche, bevor sich die Piranhas an den Szenen vergreifen. Du brauchst dich nicht entschuldigen, Tristan. Ich glaube, Marlene freut sich sehr über deine Ritterlichkeit. Und konntest du dich mit Rebecca aussprechen? Ja. Und vielen Dank, dass du uns alleine gelassen hast. Sorry. Dürfte ich mal wissen, was du da machst? Mein Sohn ist Schüler von Herrn Schubert. Er wollte die Maschine nicht klauen, sondern hat nur nach seiner letzten Stunde etwas vergessen. Mann, du hast mir so einen Schrecken eingejagt, dass du nicht mehr reagiert hast. Was war das denn? Ich meine, wir waren doch safe. Ich verstehe das nicht. So, ihr Helden. Ich konnte den Wachmann gerade noch mal davon abhalten, die Polizei zu rufen. Welcher Teufel hat euch geritten, hier einzubrechen? Ich dachte, es würde helfen, wenn Timo sich seiner Angst stellt. Das nennt man Konfrontationstherapie. Bist du bescheuert? Gut, das war jetzt vielleicht nicht meine beste Idee, aber... Ist dir klar, dass ein traumatischer Schock im schlimmsten Fall tödlich enden kann? Es haben auch schon Leute einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, wenn wir auf dem Boden bleiben, nicht fliegen und das Ganze nur simulieren, dass das dann... Emilio, manchmal weißt du... Könnt ihr bitte aufhören? Ja. Ist ja gut, dir ist nichts passiert. Ich habe gedacht, das war's. Aus Ende. Ich höre mal wieder über Funk, wie sie schreien. Und dann sehe ich, wie die Erde auf mich zurast. Immer schneller. Und dann ist dunkel. Und ich erinnere mich an nichts. Ich meine, was ist, wenn ich das nicht packe? Was ist, wenn ich zu schwach bin, Papa? Kein Mensch behauptet, dass du stark sein musst. Du bist traumatisiert, das braucht seine Zeit, bis du das überwunden hast. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Und das musst du nicht allein. Wir sind für dich da, immer. Wir helfen dir, bis du deine Kräfte wiedergefunden hast. Und die werden wiederkommen, glaub mir. Ganz von allein.
Also, ich warte immer noch auf deine Ausrede. Den Schlüssel. Also, den Ersatzschlüssel für die Wohnung. Die braucht doch jetzt Emilio und... Ach so, und die Schlüssel, die bewahrst du da im Zentralcomputer auf, in der Keycloud sozusagen. Wie modern. Meine liebe Tochter, das, was du da gerade tust, ist Industriespionage. Du arbeitest nicht mehr hier und hast dir illegal Zutritt verschafft. Ich brauche doch nur eine einzige Telefonnummer. Ach was, und wofür? Komm jetzt nicht mit irgendwelchen blöden Geschichten. Ich habe ein Auto demoliert. Also ein fremdes. Und um den Schaden bezahlen zu können, brauche ich einen Job. Damit ich aber diesen Job bekomme, brauche ich diese Nummer. Das ist alles? Warum kommst du denn nicht zu mir? Ich bin versichert. Weil ich deine Hilfe nicht brauche. Ich will das selbst regeln. Aber dazu brauche ich den Job. Aus Kindern werden Leute. Das muss ich wohl akzeptieren. Das heißt, ich bekomme die Nummer? Ja, für die Lahnstein Enterprises entsteht auch kein Schaden und hier läuft auch kein Geschäft durch die Lappen oder so. Versprochen. Na, such dir eine Nummer mal raus. Ich find's ja eigentlich sehr löblich, dass du Verantwortung übernimmst. Danke. Hast du eine Ahnung, was mit ihr los war? Nee. Wisst ihr, wo Rebecca ist? Sie ist weg. Ohne sich zu verabschieden? Keine Ahnung, die hat mich sogar fast über den Haufen gerannt, ohne es zu merken. Ja, vielleicht war sie einfach müde oder hatte Kopfschmerzen oder so. Naja, gut, aber kurz Bescheid sagen hätte sie ja trotzdem können, oder? Es hat nichts mit dir zu tun. Von wegen. Höchst erfreuliche Umsätze gestern Abend. Entschuldigung, was hast du gesagt? Wartest du immer noch auf die SMS von Rebecca? Ja. Weißt du, ich verstehe es einfach nicht. Normalerweise antwortet sie sofort. Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen? Gerne. Morgen. Morgen. Oh ja, du siehst aus, als könntest du einen Kaffee gebrauchen. Schlecht geschlafen? So gut wie gar nicht. Einmal darfst du raten, warum. Ich hoffe, es war okay, dass ich gestern sozusagen dazwischen gegangen bin. Du hast mich gerettet. Ich hätte es keine Sekunde länger ausgehalten. Danke. Marlene hält mich wirklich wieder für ihre beste Freundin und vertraut mir. Und ich lüge sie an. Aber gleichzeitig werde ich grün vor Eifersucht, wenn Tristan sie küsst. Deswegen bist du einfach abgehauen. Du hast es also auch mitbekommen. Marlene hat mir eine SMS geschickt. Diese Lügen müssen endlich ein Ende haben. Ruf sie doch einfach mal an. Wahrscheinlich ist das Ganze sowieso nur ein Missverständnis. Ach, weißt du, ich will mich auch nicht aufdrängen. Also, wenn sie mit mir reden wollte, wird sie ja vor den Nachrichten antworten, oder? Du hattest recht. Es funktioniert nicht. Ich kann meine Gefühle nicht einfach wegdrücken. Und so tun, als wäre ich Marlenes beste Freundin. Und da steht alles drin? Die ganze Wahrheit? Kannst du denn Marlene bitte geben? Ich kann das nicht. Ich meine, ich kann nicht dabei sein, wenn sie ihn liest. Und außerdem möchte ich, dass Marlene in Ruhe überlegen kann, wie sie, beziehungsweise ob sie mir überhaupt noch begegnen will. Bist du sicher? Okay.
Morgen. Gibst du mir mal den Saft, bitte? Na, bist du sehr nervös? Ziemlich. In Mathe war ich nie so gut wie Timo. Ich denke irgendwie... Was Timo angeht. Hey, was ist mit dir? Was... Ich komme nicht mit. Geht's dir nicht gut? Doch. Ich hatte eine Panikattacke. Schwindelanfälle und alles hat sich gedreht. Das zerbrochene Modellflugzeug. Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl, als ich es gefunden habe. Ich habe die ganze Zeit schon diese Albträume. Vom Fliegen, vom Abstürzen. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Ich wäre doch für dich da gewesen. Ich habe gedacht, ich krieg das alleine hingezirkelt. Aber diese blöde Notlandung geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Der Amtsarzt hat Timo bis auf Weiteres krankgeschrieben. Kannst du seinen Attest mitnehmen? Ja, sicher. Aber das kommt doch wieder in Ordnung, oder? Natürlich, bald ist er schon wieder wie neu. Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Aber Schön, dass ihr rausgekommen seid. Sonja Jägers Zustand ist unverändert. Sie liegt nach wie vor im Koma. Wir müssen dringend einen Notplan entwickeln, wie es mit Linie CL weitergeht. Das dürfte nicht leicht werden. Ja, vor allen Dingen müssen wir Sebastian den Rücken frei halten. Er braucht Zeit für seine Tochter. Ja, aber wir wissen doch noch gar nicht mit Sicherheit, dass Tanja überhaupt schuldig ist. Ich finde, das, was passiert, ist genauso schlimm wie ihr. Aber ich kann mich keiner Hexenverfolgung anschließen. Marlene, deine Loyalität ehrt dich, aber Tanja hat dich als Verbündete gebraucht und sie hätte dich sofort verraten, wenn es in ihrem Interesse gewesen wäre. Ich will das nicht nochmal diskutieren. In geschäftlichen Angelegenheiten kann ich euch nicht helfen, also entschuldigt mich bitte. Sie hat sowieso noch einen Termin mit Rebecca wegen der neuen Kostüme. Tja, und wie geht es jetzt mit Linie CL weiter? Mein Vorschlag ist, eine Marktforschung in Auftrag zu geben, um herauszufinden, ob LCL überhaupt noch Chancen hat auf ein Revival oder ob der Name endgültig verbrannt ist. Ja, das ist ein guter Ansatz. Leite das in die Wege. Tristan? Hörst du mir überhaupt zu? Die Marktforschung, ja. Ich kümmere mich darum, natürlich. Es ist nicht zu machen, absolut unmöglich. Ich habe wirklich alle meine Kontakte spielen lassen, aber die Privatnummer von der Rothfeld ist anscheinend das Staatsgeheimnis Nummer 1. Vielleicht haben Sie ja nicht die richtigen Kontakte. Haben Sie denn Ihre Privatnummer? Ach, verdammt. Wenn wir nicht bald gute Presse bekommen, dann können wir diesen Laden dicht machen. Es gibt Neuigkeiten, ich habe ihn. Raus. Und wagen Sie es nie wieder, hier unangemeldet reinzuplatzen. Ich werde versuchen, es mir fürs nächste Mal zu merken, aber jetzt möchte sie jemand sprechen. An ihrer Stelle würde ich rangehen. Van Anstetten? Lotte Rothfeld? Ja, hallo. Wenn das ein Witz ist, haben Sie Probleme. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Glauben Sie wirklich, ich würde jung sterben wollen? Ein Bericht über meine Firma. In der Online-Ausgabe von Rothfeld Glam Fashion. Interviews und Fotos. Aha. Ja, ob wir das zeitlich noch schaffen. Ja, ich schau mal nach. Eine Sekunde, bitte. Ja, also ein paar Stunden könnte ich mir schon freischaufeln. Wie es Ihnen passt. Ja, wunderbar. Frau Wolf. Ja, den Eindruck habe ich auch. Bis dann. Respekt? Lotti Rothfeld scheint ja einen Nahen an ihn gefressen zu haben. Wir kennen uns schon etwas länger. Ja, worauf warten Sie? Machen Sie den Arbeitsvertrag fertig für meine Juniorassistentin. Ich habe den Job. Ja, ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich da einlassen. Liebste Marlene, erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich gestern einfach so verschwunden bin.
Aber ich hatte einen guten Grund, den ich dir nicht länger verschweigen kann. Gestern habe ich realisiert, dass wir nicht einfach Freundinnen sein können. Vielmehr, ich kann es nicht. Auch wenn ich mir so sehr wünsche, dass alles nicht so kompliziert wäre. Aber ich habe mir etwas vorgemacht. Und dir auch. Doch ich kann und will dich nicht länger anlügen. Im Grunde weiß ich es schon lange. Und du weißt es auch. Es ist wahr, was du vermutet hast. Ich habe mich in dich verliebt. Verzaubert.